Pumpfoil 1396P Complete ist der Name unseres heutigen Flügels im Test. Das ganze Modell ist von Indiana, die Spannweite ist klar, hat hier 1,39 Meter und 0,6 Zentimeter. Und das Ganze ist kombiniert mit dem LW-Mast in 72 cm. Der ist sehr leicht, sehr steif und insgesamt ein bisschen dicker vom Profil als die normale Variante. Bekannt super ist die Ausstattung und die Beschriftung. Hier hat jede einzelne Schraubengröße ihre Bezeichnung und ist halt so auf den Flügeln notiert. Zum Schimmen des Rearwings gibt es 0, 1 und 2 Grad. Und die neue Fuse ist natürlich auch das Besondere, die HD Fuse in 61 cm. Die ist von der Aufnahme für den Frontflügel stärker ausgeführt, damit sich hier keine Schwäche ergeben kann. Natürlich ist der 1396er als reiner Pumpflügel gedacht von Indiana, aber die Vielseitigkeit der Nutzung der heutigen Flügel hat uns natürlich veranlasst, das Ganze auch beim Sub-Downwind zu testen, wie er sich da verhält, oder auch natürlich beim Wingfoilen. Durch diese verschiedenen Tests ist es leichter festzustellen, ob der Flügel dann einem vom persönlichen Geschmack genau zusagt oder nicht. Dementsprechend geht es natürlich als erstes schon mal mit den Dock-Start-Fähigkeiten los. Man kann sofort feststellen, dass keine hohe Startgeschwindigkeit benötigt wird. Der Flügel ist sofort angeströmt, ist sofort da, gibt sofort ein schönes Feedback auch auf dem Vorfuß und lässt sich sehr effizient auch auf den ersten Metern schon in Vorwärtsbewegung bringen. Die kleinen Wackler, die wir hier am Anfang sehen, die liegen daran, dass wenn die Geschwindigkeit noch nicht zu 100%ig da ist, dann ist er auf der Rolle in der ersten Sekunde ein kleines bisschen sensibel, was sich aber sofort halt widerlegt, sofern halt eine geringe bis mittlere Geschwindigkeit erreicht ist. Beim Pumpen ist das Feedback so gut und so groß, dass auch Anfänger bis zu einem Gewicht von 85, gar 90 Kilo den als Einsteiger-Dockstarter verwenden können. Dass das Vermögen hier sehr früh zu steigen gegeben ist und sich das Fliegen sehr einfach einstellen lässt beim 1396P, das merkt man auch beim Flatwater Pop-Up oder auch beim Wingfoilen. Hier braucht es wirklich nur einen winzigen Impuls in der Vorwärtsgeschwindigkeit, bis die Anströmgeschwindigkeit für den Flügel ausreicht. Also es ist schon wirklich sehr, sehr früh. Beim Flatwater Pop-Up ist es natürlich auch ein bisschen eine Frage, wie lang das Board jetzt hier gestaltet ist. Wir haben ein sehr kurzes Board im Test gehabt, 6,4 mit 106 Liter. Da bedarf es halt ein paar Paddelschläge mehr mit einem etwas längeren Modell. Hätte man da schneller mehr an Vorwärtsgeschwindigkeit erzielt und dann wäre der Flügel besser geflogen. In der kurzen steilen Ostseewelle hat sich die kurze Bordlänge auch gut gemacht und im richtigen Winkel geht es hier auch sehr früh auf den Flügel. Mit einem geringen Kraftaufwand lässt sich der 1396P sehr effizient schnell in Vorwärtsbewegung pumpen. Hier braucht es halt wirklich nicht viel Energie vom Fahrer oder der Fahrerin oder des Pumpers oder der Pumperin, um hier vorwärts zu kommen. Und man hat sofort bei leichten Körpergewichten, da haben wir von 0 Grad bis 1 Grad den Rearwing geschimmt, eine schöne Stabilität. Da ist das ganze System völlig ausgewogen. Bei schweren Fahrern über 75 Kilo würden wir 1 bis 2 Grad Shim wählen. Die gleichen sehr guten Leistungen stellen wir auch beim Sub-Downwind-Foilen fest oder auch beim Wingfoilen. Wenn wir den Flügel hier einfach geradeaus auf Strecke pumpen, ist das Ganze wirklich höchst effizient und bedarf halt, egal mit welcher Bordkombination oder mit der Wing-Kombination, wirklich einen nur absolut geringen Kraftaufwand und macht die Sache hier wirklich außerordentlich angenehm. Und nicht umsonst wurde auch vor kurzem mit diesem Flügel gerade ein
Langstreckenrekord aufgestellt. Bei der Drehfreude, da hält sich natürlich halt die Performance und der Einsatzbereich bei 1,40 Meter fast von der Spannweite in Grenzen. Hier sind mittlere bis weite Radien und die auch bevorzugt über die Yaw-Achse gedreht, dem 1356er zu eigen. Das macht er halt grundsolide. Wenn man jetzt zu lange auf der Rolle, also mit zu viel Neigung auf der Rolle und einer dabei nicht ganz so passenden Geschwindigkeit zu Werke geht, dann bleibt er auf dieser Position natürlich auch leicht mal hängen und aus der Position lässt er sich auch nicht wieder wegbewegen, da geht es dann einfach in den Bach. Also bitte insgesamt den Flügel hier nur leicht und vorsichtig neigen, alles über die Yaw-Achse drehen und dann ist das hier ein Endlosvergnügen. Und genauso verhält sich der Flügel auch in den anderen Spielarten. Wenn man es halt ruhig angehen lässt und einfach den Flügel schön gerade positioniert machen lässt, dann ist es kein Problem. Geht man zu stark in die Rolle, bleibt da in dieser Position fest. Und da reicht dann die Geschwindigkeit nicht aus, dass er jetzt wirklich durch die ganze Kurve kommt. Wenn man es über die Yaw-Achse dreht, wie gesagt, schön gerade, ist das alles echt easy. Schauen wir auf das Durchgleiten, also sprich den Gleit des Flügels. Wie lange fliegt er ohne zusätzlichen Impuls, Pumpimpuls? So liefert er hier gute Werte. Allerdings muss man sagen, dass wir auch da in dem Bereich schon Flügel mit gleicher Größe und Spannweite hatten, die den Job nochmal einen kleinen Tick besser gemacht haben. Also der Flügel ist wirklich schon so ausgelegt, dass er durchgehend mit ein bisschen Impuls gearbeitet werden möchte, auch wenn dieser sehr gering ausfällt. Kommen wir noch mal zu dem einen oder anderen Tipp für die unterschiedlichen Spielarten. Beim Sub-Downwinden oder auch beim Flatwater Pop-Up ist der Flügel sehr angenehm, weil er einfach früh aufsteigt. Von der Stabilität hat er schon im untersten Windbereich eine frühe Anströmung, ist aber, wenn man sehr langsam ist, noch ein bisschen pitch-sensibel. Da kann man halt mit 1 oder 2 Grad Shim, wenn man auch gerade ein bisschen mehr wiegt, ein bisschen was rausholen. Wenn man leicht ist, dann ist es gar kein Problem, dann geht auch 0 Grad Shim. Wer jetzt einen sehr drehfreudigen Flügel sucht, der ist jetzt hier nicht unbedingt optimal beraten. Der gleitet schön und er macht halt wirklich halt sehr effizient auf gerader Strecke. Einfach sehr viel Vortrieb und lässt sich gut geradeaus pumpen. Und er beschleunigt auch zwischendurch sehr schön ansprechend, sodass diese einzelnen Bereiche, wo mehr Energie im Wasser ist, sich gut connecten lassen. Wer diesen Flügel zum Leichtwind-Wingen kombinieren möchte, dem sei gesagt, dass es auch mit breiteren Boards, also es muss jetzt hier nicht so ein früh sich vorwärts bewegendes Sub-Downwind-Board oder so ein Hybrid-Shape oder so ein Leichtwind-Wingboard, so wie es jetzt hier konzeptionell zu sehen ist, sein, sondern es kann auch ein breiteres Board sein, worüber sich dann die Rolle oder die etwas größere Festigkeit in der Rolle auch gut kontrollieren lässt. Dementsprechend ist nur darauf zu achten, dass man in den Manövern schön über die Yaw-Achse fährt, also das Ganze wirklich plan hält und das Ganze insgesamt etwas ruhiger angehen lässt. Dann steht einem Wingfoil-Vergnügen bei deutlich unter 10 Knoten auch mit sehr kleinen Wings nichts im Wege. Das Konzept des Indiana Pump Foil 1396P ist ganz klar, in der Leichtathletik wäre es der Dauerläufer, der Langstreckenläufer, der Marathonmann. Wir kommen hier wirklich mit geringem Impuls halt sehr lange Strecken geradeaus mit einer guten Beschleunigung. Wir können mit wenig Impuls diese Geschwindigkeit stets sehr schön halten und einfach das Ganze hier
immer im Laufen halten. Und dabei ist das Ganze auch wirklich gut aufeinander abgestimmt. Mastlänge, Länge der Fuse, das passt halt auch exzellent zu dem Frontflügel. Auch die Größe des Rear Wings ist absolut passend. Wenn man jetzt einen stärkeren Einsatzbereich zum Wingfoilen hat und da vielleicht noch einen kleinen Tick mehr Pitchstabilität haben möchte, auch vielleicht für Sub-Downwind, dann könnte man die schon geplante, etwas längere Fuselage verwenden. Oder man verwendet halt hier den 2 Grad Shim für den Rear Wing. Geht es nur um die Abstimmung beim Pumpen, so ist das Ganze hier sehr schön, weil es für den Einsteiger, also auch den absoluten Anfänger, schon genug Impuls und Vorfußdruck gibt, dass er halt sofort was spürt, wo sich halt wie Energie gewinnen lässt. Und man hat halt sofort eine schöne Balance. Außer man darf halt nicht von zu hoher Agilität ausgehen, nicht zu viel in die Rolle. Erst bei höheren Geschwindigkeiten kann man ein bisschen mit der Rolle spielen. Dann ist das Ganze hier sogar auch fehlerverzeihend. Ein wirklich toller Pumpflügel und mehr für einen sehr, sehr großen Einsatzbereich.